Habt ihr schon gesehen? Unter unserem neuen Video, da ist ein Kommentar, der hat nur den Auspuff getauscht und das läuft 50. Hier ist noch einer. Ich habe bei meinem Mofa aber nur den Auspuff getauscht und der läuft viel schneller als euers. Oder hier das Mofa von meinem Hund, da haben wir nur den Auspuff getauscht und das läuft 120. Das kann doch nicht sein. Wir machen uns hier die Arbeit und die tauschen nur die Auspuffe, die Dinger laufen. Das müssen wir doch mal überprüfen. Ja, und damit herzlich willkommen in der Moped Factory. Ich weiß nicht, ob ihr es auch so seht, aber bei uns kommt es immer wieder an, das Gerücht, ich habe nur den Auspuff getauscht und mein Mofa läuft doch viel schneller als euers. Aber was ist da überhaupt dran? Laufen die Dinger nur mit anderem Auspuff wirklich 70, 80, 100? Was wir da nicht schon alles gehört haben? Wir probieren es aus. Und zwar so, wir haben eine Chow, komplett original, die werden wir testen. Wie schnell fährt die und wie schnell beschleunigt die auf ihre 25, 30, was auch immer die fährt. Danach verbauen wir einen Tuning-Auspuff. Nichts Tolles, weil ein großer Tuning-Auspuff bringt beim originalen Setup wahrscheinlich eher einen negativen Effekt. Deshalb einfach mal was passt und dann stimme ich das Ganze ab und dann schauen wir mal, was bringt ein Tuning-Auspuff auf dem originalen Motor. Ja, kurz die Frage von mir. Was glaubt ihr denn? Was kommt bei raus? Wie viel bringt es, einen Tuning-Auspuff auf dem originalen Setup zu fahren? Bringt es überhaupt was? Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, wie viel km/h man dadurch schneller ist. Interessiert uns auf jeden Fall. Und wie sieht es bei dir aus? Fährst du vielleicht auch einen Tuning-Auspuff auf dem originalen Setup und kannst zu irgendeinem anderen Modell was sagen? Wie ist das bei Zündapp oder bei Hercules? Wie sieht es da aus, wenn man da einen Tuning-Auspuff auf einem komplett originalen Setup fährt? Schreibt gerne eure Erfahrungen in die Kommentare, damit wir mal so ein bisschen vergleichen können, wie das bei anderen Marken ist. Ja, ich bin zurück von meiner ausgiebigen Testfahrt und um meine Helmfrisur zu verstecken, natürlich jetzt mit Kappe. Ich werde jetzt den Tuning-Auspuff drauf bauen und dann vergleichen wir das Ganze mal. Oh, ist noch warm. Ich nehme den Originalen runter, dann setzen wir einen Tuning-Auspuff drauf, dann fahre ich nochmal und dann gucken wir mal, ob sie schneller geworden ist und wenn ja, wie viel. Ja, du fragst dich, woher ich diesen coolen Pulli mit unserer GT drauf her habe. Ganz einfach, unser Shop mopedfactory.de/shop. Da findest du auch noch jede Menge andere Motive. Das Ganze gibt es natürlich auch als T-Shirts und in allen Farben. Damit dir das Shoppen ein bisschen einfacher gemacht wird, hier ein Rabattcode. Damit kriegst du das Ganze ein ganzes Stück günstiger. Wer als erstes kommt, der malt zuerst. Also wenn er weg ist, ist er weg. Beeilt euch und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, wie man vielleicht sieht, ich habe mich für einen Giannelli City Power entschieden. Bei so leichtem, unauffälligen Tuning sehr gut. Die Teile haben wir natürlich alle verlinkt. Also, wenn ihr euch das angucken wollt, unter dem Video ist es verlinkt. Beim Schrauberling, super Setup, da haben wir noch ein paar andere Teile dazu. Aber das ist ja nicht unser Thema. Ich würde sagen, ab auf die Straße, gucken, wie schnell das jetzt ist. Ja, und die Düse werde ich natürlich auch noch wechseln. Ich weiß ungefähr, was passt. Deshalb, falls es nicht passt, komme ich nochmal zurück, stimme richtig ab und dann fahren wir nochmal.
Ich muss kurz unterbrechen. Interessiert euch so ein Format? Also sollen wir vielleicht noch mehr ausprobieren? Ein Tuning-Luftfilter auf dem originalen Setup oder ein Tuning-Zylinder auf dem originalen Setup, ohne irgendwas anderes zu ändern. Denn der Einlass und so ist ja auch nicht bearbeitet. Also schreibt es gerne in die Kommentare, wenn euch das interessiert, dann kommt mehr davon. Ja, Testfahrt ist beendet. Wie man sieht, ich bin zurück. Das Ganze sehr erfolgreich und kurz meine Eindrücke. Ich habe den Geschwindigkeitsunterschied noch nicht gesehen, denn man muss das mit der GoPro immer erst auf dem PC geben, damit man die Geschwindigkeit sieht. Deshalb weiß ich jetzt noch nicht, aber es hat sich auf jeden Fall schneller angefühlt, was die Höchstgeschwindigkeit angeht. Da auch der Durchzug mittlerer, oberer Drehzahlbereich viel besser. So der erste Drittel, wo eigentlich die Nebendüse so ein bisschen verantwortlich ist noch, das lief im Originalen besser, aber ist halt auch nur der Auspuff geändert. Ne? Ja, ich kann jetzt nicht viel zum Geschwindigkeitsunterschied sagen, aber ich denke, es war auf jeden Fall schneller. Ihr könnt ja gucken, wie viel es war und ob ihr richtig geraten habt. Ich hoffe, ihr habt ehrlich mitgeraten. Gut, ansonsten, wer sich für so ein Setup interessiert, also unauffällig, vielleicht den Auspuff geändert und dann noch ein bisschen was an den anderen Teilen, haben wir beim Schrauberling einen super Artikel zu. Der-schrauberling.de, leichtes Mofa-Tuning für die Chow für unter 50 Euro. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken, da ist das Ganze ausführlich erklärt. Da ist auch dieser Auspuff, glaube ich, empfohlen, denn der ist echt gut und auch ganz günstig. Also da gerne mal reingucken, der-schrauberling.de. Ansonsten, wie gesagt, ne, schreibt in die Kommentare, wenn euch das interessiert. Wenn wir das Ganze mal mit einem Luftfilter oder Zylinder oder so machen sollen, schreibt es uns gerne. Machen wir natürlich dann. Dann bleibt mir nur zu sagen, ab zum Outro Franz, denn der hat noch ein paar warme Worte für euch. Ciao! Ja, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wir haben erfolgreich rausgefunden, ob es was bringt, einen Tuning-Auspuff auf dem originalen Mofa-Motor zu fahren. Was ist eure Meinung dazu? Habt ihr Erfahrungen damit? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Abonnieren nicht vergessen, Glöckchen anklicken. Hier kannst du weiter gucken, ist direkt das nächste Video und auf unserem Blog. Und in unserem Shop sollst du natürlich auch mal vorbeigucken, denn dann kannst du hier die schicke Moped-Fashion abstauben. Also bleibt dran, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.